Herzlich willkommen zurück zur Laterna Tutorial Serie. In Part 5 wird es um den Laterna Exporter gehen, mit welchem wir unsere Sprite Sheets für jede Art von Weiterverwendung speichern können. In Part 4 unseres Tutorials haben wir einen Snapshot angelegt und diesen laden wir nun. Dann können wir direkt an der Stelle fortfahren, wo wir in Part 4 aufgehört haben. Dazu öffne ich den Desktop und wähle Tutorial_bsafezip aus und öffne diese. Jetzt wird mein Projekt wiederhergestellt. Kurzer Einwurf dazu noch, wenn ihr ein Projekt geladen habt und ihr öffnet den Ordner, in dem es liegt, dann liegt der in den temporären Dateien und wird, sobald ihr den Laterna Sprite Packer wieder schließt, automatisch gelöscht und bleibt nicht erhalten. Das heißt, wenn ihr das erneut speichern wollt, ist das natürlich auch möglich. Ihr könnt das natürlich auch überspeichern mit Veränderungen. Wenn ihr es schließt, wird nur der Teil dann dort wieder entfernt und bleibt nicht als Nulldatei zurück. So, dann fahren wir fort mit dem eigentlichen Thema. Wir begeben uns in den Exporter. Dazu prüfe ich noch mal ganz kurz. Ich habe in Erinnerung, ich mache Vollbild. Ich habe in Erinnerung, ja genau, ich sehe es schon. Der letzte Frame war noch deaktiviert und der hat ja dann den Ruckler verursacht. Für den Export würde ich den halt gerne vermeiden. So, er läuft vernünftig. Ich prüfe die Seiten noch mal. Ja, das gefällt mir alles. Und dann exportieren wir das Ganze. Jetzt öffnet sich das Exporterfenster. Ich setze das kurz auf Vollbild. Dann seht ihr das besser. Standardmäßig ist der Default eingestellt. Das ist das, was ihr hier seht. Dann könnt ihr das Ausgabeformat wählen. Da haben wir im Angebot WebP, PNG, TIFF, JPEG und TGA. Den Export-Path, den könnt ihr hier noch mal neu festlegen, wenn ihr es speziell irgendwo hinspeichern wollt. Ansonsten ist der festgelegt worden über die Einstellungen. Dann gehe ich wieder ins Vollbild und der Layer AIO Schalter dient dazu, dass alle Layer, die ich hier unten wählen kann, wir haben 2 im Angebot, einmal die Normal Map und die Color Map, automatisch alle Render-Einstellungen gleich bekommen, also Exporteinstellungen gleich übernommen werden. Wenn ich allerdings möchte, dass Layer 1 in PNG ausgegeben wird und Layer 2 in WebP, dann ist das kein Problem. Dazu muss ich nur den Layer AIO Schalter ausschalten und ja. Die Einstellungen im Detail, darauf komme ich kurz zu sprechen. Ihr habt hier zu jedem Dateiformat, ich klicke das kurz durch, damit ihr da kurz was zu seht. Quatsch, den hatte ich schon und JPEG. Bei den 4 Formaten könnt ihr jeweils auch, die Embedded Metadaten mit hinzufügen. Das heißt, wenn ihr das exportieren wollt für Kunden oder für Projekte, dann könnt ihr euch als Autor mit dem Copyright eurer Lizenz und 'ner Beschreibung in den Metadaten reinschreiben. Das wird berücksichtigt, wird übrigens auch in den Presets, falls ihr die wieder speichern oder löschen wollt, falls ihr sie speichern wollt in dem Fall, werden die auch mit übernommen. Ich schalte zunächst mal wieder alle Layer gleich ein, denn das ist das, was ich gerade möchte. Ich wähle jetzt mal PNG und kann hier oben einstellen die Farbtiefe, die Kompression, den Farbraum. Das heißt, ich könnte auch ohne Alpha-Kanal rendern. Die Metadaten können wiederum aktiviert werden oder ich lasse sie in dem Fall aus. Und dann kommen wir schon zum unteren Teil der Software. Die Layer hier unten, die hatte ich ja eben schon mal angesprochen. Die könnt ihr hier durchschalten und
An dieser Stelle könnte ich beispielsweise im Layer 2 die, Rechtsrichtung deaktivieren, wenn ich die nicht haben möchte, und kann sie aber trotz dessen in Layer 1 mit exportieren, weil ich sie da halt erhalten möchte. Das tue ich jetzt nicht. Ich rendere jetzt alle Wege für alle Layer und lege dann im rechten Bereich fest, dass die Richtungen sortiert werden. Das heißt, meine Frontrichtung und meine Rechts-, Links- und Backrichtungsunterordner kann ich hier in der Reihenfolge sortieren und in der Reihenfolge werden sie dann auch vom Sprite-Sheet übernommen. Das heißt, von links nach rechts, je Richtung eine Reihe. Ja, das war der Exporter. Dann können wir uns das Ergebnis jetzt angucken. Ihr könnt es übrigens auch abbrechen, wenn ihr wollt. Wenn ihr jetzt größere Sprite-Sheets und viele Layer habt und es läuft länger und ihr merkt: „Oh, ich habe was falsch gemacht." Ihr könnt's jederzeit wieder abbrechen, könnt dann den Ordner öffnen, den, bisher exportierten Stand dann löschen und noch mal neu ausgeben. Da tut euch auch keiner den Zwang an, das dann zu Ende laufen lassen zu müssen, falls euch ein Fehler schon vorher auffällt. Wir gucken uns die Ergebnisse an. Genau, ihr könnt den Output-Ordner direkt über den Button öffnen und dann haben wir unsere ausgegebenen Sprite-Sheets. Und zwar mit der Frontrichtung rechts, links und rückwärts, also, back. Und dann bin ich mit dem Ergebnis dahingehend zufrieden. Die sind beide in PNG ausgegeben worden. Ich kann jetzt auch noch mal zeigen, dass es unterschiedlich funktioniert. Dazu schalte ich, nachdem ich bestätigt habe natürlich, schalte ich den Schalter aus und sage: „Layer 1 bleibt bei PNG und Layer 2 bleibt bei WebP." Die Sortierrichtung gilt für alle Layer gleich und dann exportiere ich erneut und wir gucken, ob's funktioniert hat. Ich weiß, dass es funktioniert hat. PNG und WebP. Das heißt, falls ihr Multiformat ausgeben wollt, kann das Tool das auch. Dann bedanke ich mich ganz herzlich. Das war der letzte Teil der Tutorial-Serie. In Zukunft werden noch einige weitere Videos für spezifische Techniken und Workflows mit Laterna nachkommen und online verfügbar ist für euch. Dann freue ich mich, wenn wir uns in weiteren Videos in der Zukunft wiedersehen. Ich hoffe, euch hat meine Tutorial-Serie gefallen und mein Tool gefällt euch. Tschüss.